Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch die Argus C3 vor. Sie wurde von der Firma Argus von 1939 bis 1966 produziert. Sie war eine sehr erfolgreiche Kamera und wurde auch gerne als The Brick oder der Backstein bezeichnet. Wegen ihres Gewichtes und wegen ihrer typischen Form. Der eine oder andere wird sie auch als Harry Potter Kamera kennen, da sie ab dem zweiten Teil immer mal wieder im Film von einem Schüler benutzt wird. Wohl wegen dem coolen Aussehen. Ich habe hier zwei Modelle. Der Unterschied ist, dieses hier hat einen Zubehörschuh. Den Zubehörschuh hatten die Kameras nach 1954 etwa. Das ist kein Blitzanschluss, weil der Blitz wird seitlich an die Kamera angeschlossen. So, kommen wir zur Bedienung. Vorne haben wir die Entfernungseinstellung. Hier wird der Verschluss gespannt und hier die Geschwindigkeit eingestellt. Das Fenster in der Entfernungseinstellung und dieses Fenster gehören zum Messsucher. Das ist der normale Sucher. Oben haben wir den Auslöser, den Filmzähler mit der Doppelbelichtungssperre und den Filmtransport. Hinten haben wir die zwei Fenster für die Suche. Das ist für den normalen Sucher, das ist für den Messsucher. Und unten haben wir den Hebel für den Filmrücktransport und das Stativgewinde. Geöffnet wird sie einfach, indem man hier seitlich drückt und zieht. Sie ist gemacht für normalen Kleinbildfilm. So, das ist die Kamera. Und das ist der zugehörige Blitz. Das Schöne an dem Blitz ist, wenn man einen findet, kann man ihn heute noch benutzen. Denn man lädt ihn mit ganz normalen Batterien, so wie man sie heute auch noch überall kaufen kann. Rein. Die sind jetzt schon eine Weile drin. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Strom drin ist. Wichtig ist, dass dieser kleine Hebel da nicht eingeklemmt wird. So. Und hier seitlich wird dann der Blitz eingesteckt. Wenn ihr also noch Birnen dafür findet, normalerweise etwa solche mit einem Anschluss wie eigentlich für Taschenlampen, aber es gibt auch solche Adapter. Die benutze ich gerne, wenn ich Blitze ausprobiere, weil diese Birnen einfach viel einfacher zu besorgen sind als diese und auch günstiger. Der Adapter wird einfach wie eine normale Birne eingespannt und dann kann man die Blitzbirne einstecken. So, kommen wir zum Film einlegen. Dazu muss der Blitz wieder ab. Wir öffnen die Kamera. Wir ziehen diesen Hebel zurück. Und platzieren den Film.
Das ist mein Testfilm, der ist schon etwas gebraucht, von daher ist es nicht ganz so einfach. So. Jetzt wird gedreht. Geschlossen. Und jetzt ist der Film drin. Transportiert wird hier. Na, bestens. So wird gespannt. So wird ausgelöst. Dann das nächste ist, diesen kleinen Hebel bewegen. Dann lässt sich das Rädchen drehen bis zum nächsten Stopp. Dann wieder spannen und auslösen. Rädchen den Hebel zur Seite schieben, drehen, spannen und auslösen. Um scharf zu stellen, schaut man in das Messsucherfenster. Da sieht man zwei Bilder, die gegenseitig etwas verschoben sind. Und man dreht dann an dem Rädchen so lange, bis die Bilder genau aufeinander liegen. Dann hat man die richtige Entfernung. Die Geschwindigkeit muss man über ein Belichtungsmesser ermitteln oder man weiß sie einfach durch die Erfahrung. So, jetzt probieren wir aus, ob der Blitz noch funktioniert. Wir schätzen den Blitz an. Ich meine, ich weiß, dass er funktioniert. Ich habe ihn schon benutzt. Wir drehen bis zum nächsten Bild. Spannen und ups, die Batterie ist leer. Oder der Blitz. Ja, das war der berühmte Vorführeffekt. Ich gucke mal, ob ich noch Batterien oder Blitzbirnen habe. So, ich habe mir neue Batterien und neue Blitzbirnen besorgt. Probieren wir aus, woran es lag. Aber wir lernen daraus, nie die Batterien im Blitz lassen, wenn er aus ist. So. Wir stecken den Blitz rein. Wir spannen die Kamera. So. Und jetzt passt doch die Batterie, das Licht. Der Vorführeffekt. Der berühmte Vorführeffekt. Oder war es vielleicht die Geschwindigkeit? Das kann natürlich auch sein. Ah, ja, ihr seht, der Blitz funktioniert noch. Sehr hell.
Und nach erfolgreicher Vorführung zeige ich euch nach dem Filmchen noch ein paar Bilder, die ich mit der Kamera gemacht habe. Auch eins von der Katze, das ich mit Blitz gemacht habe, das leider durch meine Fehler nicht so besonders toll geworden ist. Aber da die Birnchen recht teuer sind, mache ich das nicht oft mit den alten Blitzen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.